Hallo zusammen und willkommen bei Deutsche Geschichten. Der Kanal, der Ihnen hilft, Deutsch auf eine einfache und unterhaltsame Weise zu lernen. Ich bin Markus und heute habe ich eine Lektion für Sie vorbereitet. Sie ist für Anfänger und auch für Fortgeschrittene interessant. Das Thema heute heißt: Wer etwas will, muss dafür kämpfen. Das klingt klar, oder? Oft bleiben wir am gleichen Punkt. Wir hoffen, dass sich etwas ändert. Aber nichts passiert. Veränderung braucht Handlung. Heute möchte ich Ihnen mit einem Gespräch, mit neuen Wörtern und mit echtem Deutsch helfen. Sie können so einen Schritt nach vorne machen. Also, los geht's. Bevor wir ins Gespräch gehen, schauen wir uns ein paar Wörter an. Diese Wörter hören Sie nicht nur in Übungen. Sie hören sie auch im Alltag, bei der Arbeit, in der Familie, mit Freunden. Das erste Wort ist ändern. Es bedeutet etwas anders machen. Zum Beispiel: Ich ändere meinen Plan. Oder: Ich ändere meine Meinung. Oft benutzt man es auch für sich selbst. Ich sage: Ich möchte mein Leben ändern. Wenn man sich nicht ändert, bleibt alles gleich. Das zweite Wort ist Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist etwas, das man oft macht. Es passiert fast automatisch. Aufstehen, Zähne putzen, das Handy nehmen. Das sind Gewohnheiten. Manche sind gut, andere nicht. Zum Beispiel: Ich habe die Gewohnheit, immer zu spät zu kommen. Oder: Ich habe die Gewohnheit, zu viel Kaffee zu trinken. Dazu gehört das Wort Routine. Routine ist eine Reihe von Gewohnheiten. Eine Morgenroutine kann sein: Aufstehen, duschen, frühstücken, anziehen, aus dem Haus gehen. Routine gibt Stabilität. Aber wenn man nicht zufrieden ist, sollte man etwas ändern. Ein weiteres Wort ist Ergebnis. Es bedeutet, was am Ende herauskommt. Wenn Sie jeden Tag Deutsch lernen, verbessern Sie sich. Wenn Sie gesund essen, fühlen Sie sich besser. Aber wenn Sie immer das Gleiche tun, bleibt auch das Ergebnis gleich. Ein weiteres wichtiges Wort ist Fehler. Ein Fehler ist kein großes Problem. Er ist nur ein falscher Schritt. Zum Beispiel: Gestern habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die falsche Bahn genommen. Oder: Ich habe ein Wort falsch gesagt. Das ist normal. Fehler gehören zum Lernen. Jetzt hören wir ein Gespräch. Stellen Sie sich eine Szene vor. Es ist Herbst, ein Morgen in München. Draußen ist es kalt, drinnen im Café ist es warm. Es riecht nach Kaffee und Brötchen. Zwei Freunde treffen sich nach langer Zeit. Einer sagt: Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Der andere sagt: Kein Problem. Dann erzählt der Freund: Ich bin müde. Ich sage mir seit einem Jahr: Morgen ändere ich etwas. Aber dann kommt Montag. Ich sitze wieder am gleichen Schreibtisch. Ich sitze wieder am gleichen Computer. Dann kommt der wichtige Satz: Wenn du immer das Gleiche machst, bekommst du immer das gleiche Ergebnis. Dann kommt die Frage: Wo fange ich an? Das ist eine ehrliche Frage. Die Antwort ist: Fang einfach an. Auch mit kleinen Schritten. Vielleicht bedeutet das: Später aufstehen, ruhig frühstücken. Dann etwas machen, das Freude gibt. Fotos machen, malen oder Sport treiben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wichtig ist, dass man anfängt. Und wenn ein Fehler passiert, dann passiert er eben. Niemand lernt laufen, ohne zu fallen. Wichtig ist, wieder aufzustehen,
Am Ende sagt der Freund, wer etwas will, muss dafür kämpfen. Und der andere sagt, heute schreibe ich eine E-Mail. Ich will weniger arbeiten. Morgen kaufe ich mir eine gebrauchte Kamera. Das war das Gespräch. Jetzt schauen wir uns die Sätze genauer an. Wenn du immer das Gleiche machst, bekommst du immer das gleiche Ergebnis. Das ist ein klarer Satz. Man sagt ihn, wenn jemand sich beschwert, aber nichts ändert. Wo fange ich an? Das ist ein normaler Satz. Man sagt ihn, wenn man nicht weiß, wie man starten soll. Fang einfach an, auch mit kleinen Schritten. Das ist Ermutigung. Es sagt, du musst nicht alles sofort machen. Mach nur den ersten Schritt. Wenn du etwas anderes willst, musst du etwas anderes tun. Das ist der Kern unserer Lektion. Man kann keine neue Zukunft haben. Man kann es nicht, wenn man jeden Tag dasselbe macht. Versuchen Sie diese Sätze diese Woche zu sagen. Sagen Sie sie in einem Gespräch. Schreiben Sie sie in eine Nachricht. Sagen Sie sie vor dem Spiegel. Jetzt kommen ein paar deutsche Ausdrücke. Man hört sie oft. Kein Problem. Das sagt man, wenn sich jemand entschuldigt. Ich bin auch gerade angekommen. Das sagt man, wenn man nicht lange wartet. Ich kaufe mir etwas. Zum Beispiel, ich kaufe mir eine Jacke. Das Wort mir zeigt, dass es für mich ist. Heute. Wenn man sofort starten will, sagt man, heute mache ich Sport. Das gibt Energie. Ich weiß, ich weiß. Wiederholung ist normal im Gespräch. Sie zeigt, ich verstehe, aber es ist nicht leicht. Üben Sie diese Ausdrücke. Sie sind einfach und praktisch. Jetzt noch einmal das Gespräch. Es tut mir leid für die Verspätung. Kein Problem, ich bin auch gerade angekommen. Ich sage mir seit einem Jahr, morgen ändere ich etwas. Aber dann kommt Montag. Ich sitze wieder am gleichen Platz. Hör zu. Wenn du immer das Gleiche machst, bekommst du immer das gleiche Ergebnis. Ich weiß, aber wo fange ich an? Fang einfach an, auch mit kleinen Schritten. Okay. Heute schreibe ich eine E-Mail. Morgen kaufe ich mir eine Kamera. Haben Sie die wichtigen Sätze erkannt? Sehr gut. Jetzt erzähle ich eine persönliche Geschichte. Vor ein paar Jahren lebte ich fast automatisch. Ich stand auf, ging zur Arbeit, kam nach Hause, aß, sah fern, schlief, jeden Tag gleich. Ich war nicht unglücklich. Aber ich war nicht wirklich da. Dann fragte mich ein Freund, »Markus, was willst du?« Ich wusste keine Antwort. Ich sprach von Arbeit, Geld, Projekten, aber tief in mir wusste ich es nicht. Auch habe ich meine Routine geändert. Kleine Dinge. Ich habe aufgehört, nach dem Aufstehen aufs Handy zu schauen. Ich frühstückte langsam am Tisch. Ich machte jeden Morgen einen Spaziergang. 20 Minuten, ohne Musik, ohne Handy. Nur ich und meine Gedanken. Nach einigen Wochen fühlte ich, dass sich etwas änderte. Kein Feuerwerk, aber Ruhe. In dieser Ruhe habe ich verstanden, ich möchte anders unterrichten. Ich möchte echter und menschlicher sein. Am Anfang machte ich viele Fehler. Meine ersten Versuche waren nicht flüssig. Ich sprach wenig. Ich hörte nicht genug zu. Aber ich hörte nicht auf. Ich begann Audio aufzunehmen. Ich machte kleine Videos. Dann kam dieser Podcast. Heute bin ich hier. Nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil ich entschieden habe, etwas anderes zu tun. Denn wenn man etwas anderes will, muss man etwas anderes tun. Manchmal reicht ein kleiner Schritt. Ein Kaffee in Ruhe, ein Spaziergang. Eine Frage. Das ist meine Geschichte. Vielleicht inspiriert sie. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, teilen Sie sie.
teilen Sie sie mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht ist es genau das, was er braucht. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie Deutsche Geschichten. Jede Folge ist ein kleiner Schritt nach vorne. Am Ende wird aus vielen Schritten eine Reise. Versuchen Sie einen Satz von heute zu benutzen. Schreiben Sie ihn in eine Nachricht. Sagen Sie ihn laut. Erzählen Sie Ihre eigene Geschichte. Sie müssen nicht perfekt sein, Sie müssen Sie selbst sein. Reden Sie. Machen Sie Fehler, wiederholen Sie. Wichtig ist, dass Sie nicht aufhören. Danke, dass Sie heute dabei waren. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihr Lernen. Ich freue mich, dass Sie Teil dieser Reise sind. Bis zum nächsten Mal mit einem neuen Dialog, neuen Wörtern und einem neuen Schritt nach vorne. Tschüss aus München.